Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser erneuten Visitesendung. Das ist wirklich eine schöne Zeit für mich, denn ich darf mit Ihnen in den Dialog treten. Und vielleicht für all die Zuschauer, die sich erst in den letzten Wochen oder Tagen zugeschaltet haben, will ich noch mal erklären dürfen, warum diese Visitesendung für mich so wichtig ist. Das Erste, Ihnen Bewusstsein zu geben, Bewusstsein in die Richtung, dass Krankheit niemals ein Zustand ist, sondern Krankheit ein Prozess des Körpers, der Ihnen oder Sie erreichen sollte, etwas zu verändern. Wenn wir Ärzte jede Krankheit verstehen als Zustand und wenn wir Therapieangebote dann machen, die für alle die gleichen sind, wenn wir nicht uns kümmern um deren Ursachen, die manchmal nicht allein im Körper zu suchen sind, sondern im Leben, im Umgang, wo lebe ich, wie lebe ich, dann werden Sie immer wieder das Gleiche beobachten. Sie werden den Körper in eine Chronizität führen. Das ist erschreckend, wenn ich beobachte, dass bereits 70% unserer Erkrankungen chronisch sind. Warum? Weil Menschen nicht hinausfinden dürfen und weil Menschen auch auf diesem Weg für mich nicht genug begleitet werden. Denn wenn sie wüssten, dass hinter dem alles ein Weg liegt, der in ihnen und mit ihnen geschehen ist, dann könnten sie diese Dinge vielleicht bewusster verändern. Dazu möchte ich beitragen, um Ihnen Zusammenhänge zu erklären, und die vielen Anfragen, die ich habe, machen es mir einfacher, weil ich weiß, wo liegen die Sorgen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns neu vielleicht mit etwas beschäftigen müssen, was wir etwas verloren haben. Das ist das Vertrauen in uns selbst. Das Vertrauen in eine Göttlichkeit. Und damit meine ich nicht einen Gott, der irgendwo für alles verantwortlich ist oder der es böse mit mir meint oder manchmal gut, sondern ich meine das Göttliche in uns. Und ich kann auch Göttlichkeit für mich mit Natur vergleichen. Das ist die Gesetzmäßigkeit, das ist die große göttliche Ordnung, die auch in uns herrscht. Wer will sich denn überhaupt anmaßen, Hunderttausende von chemischen Reaktionen pro Sekunde in einer Zelle jemals zu verstehen? Das heißt, das, was wir heute wissen, und wir schreiben das Jahr 2020, ist ganz sicher nur ein Bruchteil dessen, was es vermag. Aber ich habe gelernt, im Laufe meines Lebens den Satz sehr ernst zu nehmen. Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Das will ich nicht leicht dahin sagen. Das will ich einfach nur sagen, dass immer am Anfang für die Behandlung einer Krankheit stehen muss, was ist in mir geschehen. Deshalb ist Tumor kein Notfall. Es hat mindestens 10 Jahre gedauert. Und wir sollten in der Medizin uns öffnen. Wir sollten die Spezialisierung, die wir alle brauchen, das steht außer Frage. Wir sollten mehr zusammenarbeiten, denn es muss doch eigentlich immer um eins gehen. Gesundheit muss das Ziel sein. Und desto früher wir uns dafür engagieren, wir Patienten für uns selbst und der Kraft vertrauen, die wieder bestrebt ist, das Gleichgewicht zu finden und damit die Gesundheit wieder auf ein neues Fundament stellt. Und wir Ärzte, wir müssen uns miteinander verbünden für eine große Sache, die Menschen in die Stabilität und Gesundheit zurückzuführen. Denn es ist wirklich für meine Begriffe erschreckend, Kinder mit Osteoporose zu behandeln oder Diabetes heute auch bei Kindern. Das kann ich nicht so wahrnehmen, das kann ich nicht so hinnehmen. Das hat Ursachen und dafür sind wir auch ärztlich gefordert. Und mein drittes Anliegen mit dieser Sendung ist, Ihnen die Lust zu vermitteln, sich für sich
und für Gesundheit zu engagieren. Natürlich ist man müde oft seiner Erkrankung. Natürlich kommt man vielleicht in eine gewisse Passivität, weil aus ärztlichem Munde das Wort genommen wurde, jetzt kann man nichts mehr tun. Aber für jegliches Bemühen wird man belohnt. Und manchmal ist es nicht diese absolute Gesundheit, sondern es ist die Verbesserung, es ist die Entlastung, es ist ein Gleichgewicht wieder zurückzufinden. Und das ist mein Anliegen hier und heute mit dieser Sendung. Und das wollte ich nochmal formuliert wissen, bevor wir jetzt aber loslegen. Denn es sind Ihre Fragen und Ihre Sorgen und Ihre Wünsche. Und denen möchte ich mit dieser Visitesendung gerecht werden. Und da komme ich zu einem Brief einer Patientin bzw. einer Mutter. Und sie beschreibt, dass seit Januar der Sohn zusehends einen schlechteren Gesundheitszustand hat. Mit Atemnot und Herzrasen. Er ist kaum noch belastbar und er ist immer müde. Am Ende vom April hat man dann im Klinikum festgestellt, dass er einen sehr, sehr niedrigen Hämoglobinwert hat von 4,2. Das ist fast die Hälfte weniger. Das heißt, wer wenig Hämoglobin hat, kann damit auch weniger Sauerstoff aufnehmen. Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Sauerstoff. Wenn Sauerstoff nur noch zu 50% die Zellen erreicht, dann wird der Körper nur noch auch zu 50% seine eigene Lebensaufgabe erfüllen können. Dramatisch für diesen jungen Menschen. Nach 14-tägigem Aufenthalt hat man eigentlich nichts gefunden. Man beschreibt eine Panzytopenie und Panzytopenie bedeutet, dass alle Blutkörperchen, auch die Blutplättchen und die Weißen, die Verantwortung sind für die Abwehr oder auch die Blutplättchen, die Thrombozyten für die Gerinnung, dass eine Panzytopenie Rückschlüsse zieht auf eine Knochenmarksstörung. Der Junge hat dann 3 Blutkonserven bekommen, man hat jetzt aufgefüllt und es steht zum damaligen Zeitpunkt, als sie mir diesen Brief geschrieben hat, stand noch eine Knochenmarkspunktion aus, dessen Ergebnis ich nicht kenne. Diese Familie hat aber nicht nur diesen neu erkrankten Jungen, sondern sie hat einmal eine Tochter, die sie verloren hat, nach einem Schädelhirntrauma. Ich entnehme daraus einen Unfall. Und sie hat dazu einen Sohn, der an einer Neurosarkoidose erkrankt ist. Eine Sarkoidose ist auch eine chronisch entzündliche Erkrankung. Der Körper neigt zu Granulomen, das sind also entzündliche Knötchen. Und wenn diese natürlich eine chronische Entzündung ist, dann wird immer eine Zerstörung stattfinden. Das heißt, es geht hier um die Lunge, es geht auch um eine generalisierte und Neuro heißt die nervenbefallene Sarkoidose. Das heißt, hier wird Gewebe degranuliert und damit ist es funktionsuntüchtig. Ich verstehe diese große Sorge der Familie und ich nehme das jetzt mal zum Anlass, Ihnen Rat zu geben. Ich habe die Untersuchungsergebnisse gelesen, auch vom Klinikum. Und das ist das, was wir heute in einer ganz großartigen Art und Weise können. Wir können den gegenwärtigen Zustand des Organismus eigentlich fast elektronenmikroskopisch analysieren. Das können wir durch die Liquorpunktionen, das können wir durch die bildgebenden MRT und CT. Das machen wir natürlich durch die Blutuntersuchungen. Und das ist eine Bestandsaufnahme, die gemacht wurde. Aber jetzt müssen Sie bitte mehr und größer denken, denn Sie haben bereits 2 Kinder, die schwer erkrankt sind. Jetzt braucht es einen direkten Blick
Nicht nur direkt auf die Kinder, sondern auch auf die Eltern. Es braucht den Blick jetzt auf ihre häusliche und familiäre Situation. Es braucht den Blick auf das familiäre Umfeld. Damit meine ich, dass man das häusliche Umfeld anschauen muss, um zu sehen, inwieweit gibt es hier eine Toxizität. Diese Toxizität kann gegeben sein durch zum Beispiel das Mobiliar. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen unter der Ausdünstung von Formaldehyd krank werden. Das ist eigentlich der Kleber in den IKEA-Möbeln. Es gibt so viel chemische und synthetische Stoffe in den Auslegwaren. Ich habe in dem Moment keinen Einblick in ihr Lebensumfeld und deshalb will ich einige Dinge nur ansprechen. Es braucht jetzt jemand, der baubiologisch ihren Lebensraum, ob er jetzt oder auch früher, genau untersucht. Auch Schimmelpilz dürfen Sie nicht unterschätzen. Auch geopathische Felder dürfen Sie nicht unterschätzen. Zum Beispiel auch Elektrosmog, Wasseradern. Wie groß ist denn die Handybenutzung der Kinder? Wie groß ist denn, leben sie in einem WLAN-Umfeld? Das heißt, die bestehenden Belastungen, die die Kinder tragen oder ihre Söhne tragen, können um ein Vielfaches getriggert werden. Elektrosmog ist für mich Brandbeschleuniger, der dem Schwachen noch weniger Kompensation gibt. Andere Frage ist die Toxizität von Metallen. Natürlich ist es so, dass heute Krematorien Filteranlagen haben, die das Quecksilber nicht mehr in die Atmosphäre steuern oder schleudern. Aber Menschen, die an Grenzen wohnen, wo andere Länder so nicht verfahren, kann das ein großes Thema sein. Es kann auch ein primäres Thema sein, weil sie als Mutter vielleicht Belastungen in sich trugen und beide Söhne als Erstgeborene hier eine höhere Belastbarkeit vom ersten Moment an tolerieren. Dazu kommt aber auch, dass die Entgiftung, dass das Gleiche, was toxisch vielleicht, und ich denke jetzt zum Beispiel an Blei, was vielleicht in Amalgamfüllung enthalten ist, was ganz unscheinbar, vielleicht auch leben Sie in einem alten Bauernhaus und es sind noch alte Bleileitungen da. Blei setzt sich ins Knochenmark. Und wir wissen heute, dass ca. 500 bis 1000 Mal mehr Blei im menschlichen Knochen zu finden ist als vor 500 Jahren. Das sind Dinge, die unglaublich wichtig sind, weil man darf nicht aufhören anzunehmen, beziehungsweise anzunehmen oder wahrzunehmen, dass bereits 2 Kinder erkrankt sind, die sicher gesund geboren sind, sicher liebevoll aufgezogen sind und trotzdem jeder für sich andere Gegebenheiten anders toleriert. Das andere ist natürlich auch jetzt anzuschauen, wie leben wir? Wie sieht die Gesundheit der Kinder aus von Seiten ihrer Darmbelastung? Es gibt keinen Menschen, der eine chronische Krankheit entwickelt und von Seiten seines Darmes eine richtige, gute, starke Wurzel hat. Ich beobachte das immer wieder auch bei Kindern. Sie sind erst 5 oder 7 Jahre, aber sie haben eine dramatische Darmsituation. Das heißt, ganz abgesehen von einem Ungleichgewicht der Darmflora, manchmal Überflutungen von Candida durch den hohen Konsum von Zucker, bis hin zu einer entzündlichen Darmschleimhaut, die ganz leise
die Immunität nach unten reguliert. Die Immunität, und damit meine ich, man misst im Stuhl das sogenannte sekretorische IgA und sieht, wie die Schleimhautimmunität überhaupt im Moment sich aufbauen kann. Eine geringere Schleimhautimmunität würde bedeuten, dass schon beim Kind 80% der Immunität nicht zur Verfügung steht. Es ist doch eigentlich unglaublich, dass manchmal Menschen mit so einer niedrigen Immunität immer wieder nochmal sagen, mir geht's eigentlich gut, meine Verdauung ist in Ordnung. Und dann untersucht man das. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, wir Ärzte müssen bewahren. Wir müssen Menschen bitten, dass sie solche Untersuchungen einmal im Jahr bitte durchführen, damit wir früher erkennen, was passiert, wenn so eine Schleimhautimmunität niedrig ist. Die andere Frage ist, wie leben Sie? Leben Sie vielleicht mit Tieren? Haben Sie einen Hund, weil die Kinder sich einen Hund gewünscht haben? Wissen Sie, was es bedeutet, wenn man einen Hund hat? Man muss eine Wurmkur machen, und zwar 2-mal im Jahr. Zumindest ist man so, meines Erachtens, in Deutschland verpflichtet. Aber wenn man diese Wurmkur ständig mit einem Hund macht, aber nicht mit sich selbst, was bedeutet denn das? Das geht ja gar nicht, selbst wurmfrei zu bleiben. Und der liebe Vierbeiner lebt mit Ihnen im Haus. Überall schnüffelt er herum. Er ist ein sekundärer Träger für Toxoplasmose, für Würmer und eine Vielzahl mehr, die natürlich wiederum auf die Schleimhautimmunität wirken und das Immunsystem dramatisch überfordern. Es gibt unglaublich viele Parasiten noch dazu. Und es geht um die große Frage, auch bei der Sarkoidose, welche Mechanismen versagen denn, dass ein chronisch entzündlicher Prozess sich immer wieder triggern kann, ohne dass der Körper jemals in der Lage ist, es zu verhindern. Und damit natürlich zu Recht in der Notfallsituation gibt man dann natürlich antientzündliche Medikamente, auch Corticoide oder Immunsuppressiva, um diesen entzündlichen Prozess zu reduzieren. Aber es geht an der Ursache vorbei. Ich würde Sie also bitten, dass beide und dass die Familie sich auf einen großen Weg jetzt macht zum Schutz der Kinder, aber auch um eine Chance zu geben, immer mehr aufzudecken, was vielleicht mit Ursache sein kann im Rahmen dieses Prozesses. Und ich will Ihnen auch ein Beispiel nennen, warum ich so denke. Max kam, er hatte einen großen Flug in die Schweiz. Der dauerte weit über 9 bis 10 Stunden. Und er war nur noch der Schatten seiner selbst. Er hat sein Leben als junger Mensch, er war 22 Jahre, eigentlich unglaublich Speed gegeben. Er wollte unbedingt die Muskeln haben eines wirklichen Bodybuilders. Max war hochintelligent. Er wollte studieren. Aber er hat diese Überforderung ganz extrem durchgeführt, bis er eine Reise nach Mexiko machte und dort zusammenklappte. Lange Rede, kurzer Sinn, Max kam, weil er jeden Monat Thrombozytenextrakte brauchte, also Blutkonserven, weil immer wieder seine Thrombozyten, das sind die Blutplättchen, die sofort dahin gehen, wenn es irgendwo verletzt ist, dann schließen sie diese Wunde. Und Max kam und er hat sich unheimlich immer wieder, er konnte nichts essen, er war eine wahnsinnige Nahrungsmittelintoleranz. Dahinter versteckte sich dann auch eine Histaminintoleranz. Max konnte nicht schlafen, er war blass. Und während dieses ersten Aufenthaltes
haben wir eigentlich uns hauptsächlich mit der Diagnostik beschäftigt. Und ich konnte Max zeigen, was in seinem Blut vor sich geht. Er hatte genug Blutplättchen und ich glaubte am Anfang, diese genug Blutplättchen sind, weil er kurz vor dem Flug natürlich nochmal eine Konserve erhielt. Nein, die Blutplättchen waren vor unseren Augen ausreichend. Aber als ich das Blut stehen ließ und immer wieder über den Tag beobachtete, habe ich gesehen, wie die Blutplättchen sich verändern. Und wie die Leukozyten, die eigenen Weißen, gekommen sind und haben diese Blutplättchen entsorgt. Das, was sie müssen. Sie haben auf einmal die gesunden Blutplättchen als Feinde erkannt. Das heißt, dieser Mechanismus hatte sich abgespielt. Jetzt stand die Frage, was verändert denn eigentlich das Milieu des Blutes, dass die Blutplättchen sich verändern? Das ist das große oder der große Polymorphismus, nennt man das, von Professor Enderlein, der Ende des 19. Jahrhunderts als Professor für Zoologie und Bakteriologie am Berliner Tierpark arbeitete und hunderte von Veröffentlichungen über diesen Zyklogenie eigentlich das erste Mal ins Leben gerufen hat und wissenschaftliche Untersuchungen dadurch niederschrieb. Max ist mehrmals gekommen. Es ist uns nicht gelungen, die Blutplättchen beim ersten Aufenthalt zu stabilisieren, aber den Abfall aufzufangen. Das heißt, er brauchte nicht sofort nach 4 Wochen wieder die Transfusion, sondern erst nach 8. Der Zeitraum war größer. Max ist mehrmals gekommen. Heute ist Max gesund. Heute studiert Max. Er hat von, ich glaube damals 42 oder 45 Kilo. Heute ist er 70, 75 Kilo und schreibt Bücher und ist als junger Mann unheimlich gereift. Aber was dahinter steckte, war eine schwere Parasitose. Er hat sich selbst gesundheitlich, und wir sagen heute, dass der Extremsportler sich im Rahmen seiner Immunleistung bis ans Unterste bringt. Das heißt, er hat die Immunität eines Tumorpatienten. Jeder Patient hat seinen Weg. Und ich möchte Ihnen nicht jetzt damit sagen, was vielleicht bei Ihren Kindern in der Ursache dahinter steckt. Aber es gibt sie. Und wir sind heute ärztlich in der Lage, vieles mehr zu klären, als ich in diesen Untersuchungsbefunden finden kann. Weil wenn man sich Fragen stellt, muss man diese Antworten finden. Und die kann ich nicht finden. Deshalb bitte ich Sie, sich auf den Weg zu machen und in Ihrem Umfeld Umwelttoxikologen, aber auch Geopathologen, Baubiologen zu suchen und zu finden, die Ihnen Rat geben. Alles das trägt zu einem großen Prozess bei, der auch ganz sicher nicht über Nacht entstanden ist, sondern ganz leise, ganz unauffällig und der jetzt auch damit einen großen Blick braucht. Und nicht nur groß muss er sein, sondern vor allen Dingen sehr tief. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute, hoffe von Herzen, dass es Sie für Ihre Söhne weiterbringt. Und allen anderen Zuschauern wünsche ich alles Gute und freue mich dann auf den nächsten Sonntag und auf Ihre Fragen. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.